Überlegst du dir als Unternehmer oder Investor in die Schweiz umzuziehen, dann musst du dich zur privilegierten Dividendenbesteuerung auskennen. Und genau darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Wenn du von Deutschland oder Österreich in die Schweiz umziehst, musst du bekanntlich in der Schweiz Steuern bezahlen. Und wenn du Dividenden erhältst, sowohl aus dem Ausland als auch im Inland, dann wird darauf in der Schweiz keine Kapitalertragssteuer fällig oder keine Abgeltungssteuer, sondern in der Schweiz zahlt man die ganz normale Einkommensteuer auf diese Dividende. Da die Einkommensteuern in der Schweiz natürlich ziemlich niedrig sein können, je nach Wohnsitzgemeinde und deiner persönlichen Situation und dem Gesamteinkommen, kann das Ganze ziemlich attraktiv sein. Als Beispiel mal angenommen, du wohnst als Verheirateter mit 2 Kindern im Kanton Schwyz in der Gemeinde Freienbach, wo ich selbst einmal 3 Jahre lang gewohnt habe, und du hast 150.000 Franken an Einkommen, dann ist dein Steuersatz nur 5,6%. Du würdest demnach also auch auf Dividenden diesen Steuersatz bezahlen. Was ist nun aber die privilegierte Dividendenbesteuerung in der Schweiz? Nun, wenn du an einer Kapitalgesellschaft im In- oder Ausland, das heißt in der Schweiz oder in anderen Ländern, zumindest 10% beteiligt bist, dann kommt ein sogenanntes Teileinkünfteverfahren hier zum Einsatz. Das heißt, es wird nur ein Teil der Dividende besteuert. Du weißt ja, dass in der Schweiz letztlich die Besteuerung auf 3 Ebenen stattfindet. Einmal Bund, einmal Kanton, einmal Gemeinde. Was ich dir gerade eben übrigens zu Freienbach gesagt habe, die 5,6%, das ist eben hier die Steuer auf allen 3 Ebenen kombiniert. Die privilegierte Dividendenbesteuerung sieht nun also vor, dass im Bund 70% der Dividende besteuert werden und dann die kantonale Besteuerung jeweils von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist. Im Kanton Schwyz sind 50% der Dividende zu besteuern, 50% sind freigestellt. Teileinkünfteverfahren, ähnlich wie man das in Deutschland ja auch kennt, kann man ja als Alternative zur Abgeltungssteuer auch immer so verwenden. Das heißt also, bist du nun zu 10% an einer Gesellschaft in der Schweiz beteiligt und lebst im Kanton Schwyz und hast eben die gleichen steuerlichen Verhältnisse wie die ich gerade eben genannt habe, würdest du nicht mehr 5,6% Steuern bezahlen auf Dividenden, die du empfängst, sondern eben nur einen Bruchteil davon. Gemeindesteuer und kantonale Steuer haben jeweils am Gesamtsteueraufkommen den größten Anteil. Das heißt, du kannst davon ausgehen ungefähr, dass dann die Besteuerung auf diese Dividenden 2,5, vielleicht bis 3% beträgt, in dem konkreten Beispiel, was ich jetzt gerade eben gemacht habe. Wie gesagt, das hängt natürlich davon ab, Familienstand, Gesamteinkommen, Kinder und so weiter und so fort. Ja. Grundsätzlich gibt es natürlich auch in der Schweiz eine Steuerprogression. Und da kann natürlich auch die Einkommensteuer selbst in günstigen Kantonen und Gemeinden, wie zum Beispiel Schwyz oder Kanton Zug, auf über 20% ansteigen. Ja, aber eben dann wären die Dividenden eben zum Beispiel hier mit rund 10 oder 12% besteuert. Wenn du nun an einer Schweizer Gesellschaft beteiligt bist, ist ja dort auch normalerweise die Körperschaftssteuer relativ gering. Eigentlich in allen Kantonen unter 15%. Das heißt, du hast hier schon eine ziemlich attraktive Besteuerung. Vorsicht ist allerdings in folgenden Fällen geboten. Wenn du deine eigene GmbH betreibst und du machst ja ein bisschen Steuergestaltung und lässt dir bewusst nur ein geringes Festgehalt ausbezahlen, damit du Sozialversicherungsabgaben sparen kannst. Und dann würdest du dir den Rest deines Einkommens als Dividende auszahlen lassen, um hier steuerlich zu profitieren, musst du damit rechnen, dass die Dividende hier mit der AHV belastet wird, dass du hier entsprechend vom Staat zur Kasse gebeten wirst. Das passiert immer wieder, aber es kommt eben auf die Gesamtumstände an. Beziehst du zum Beispiel ein angemessenes Gehalt, also ein Gehalt, was die Steuerbehörde für angemessen hält, dann fällt natürlich auch keine AHV auf die Dividenden an. So, das Gleiche gilt jetzt natürlich auch bei ausländischen Gesellschaften. Das heißt, wenn du als deutscher oder österreichischer Gesellschafter einer deutschen oder österreichischen GmbH in die Schweiz umziehst und dann Dividende erhältst aus Deutschland und der Schweiz, dann gilt eben hier auch diese niedrige Besteuerung. Hier muss man dann allerdings noch die Quellensteuer berechnen. Schauen wir uns das Ganze im Falle Deutschlands einmal an. Also mal angenommen, du wohnst in der Schweiz und du bekommst Dividende aus Deutschland für 100 Euro, dann werden dir in Deutschland dabei 26,5% Quellensteuer einbehalten. In Deutschland, wie gesagt, ja.
In der Schweizer Steuererklärung kannst du dir davon dann 15% zurückholen, gemäß DBA. Das heißt also, du würdest dann in der Schweiz hier die sehr geringe Steuer bezahlen, sagen wir mal 2 bis 3% auf diese Dividende, würdest 15% dann zurückbekommen. Und den Rest, den müsstest du dir in Deutschland zurückholen, was natürlich ziemlich aufwendig ist, ja. Aber das wäre tatsächlich möglich. Damit sind dann eben auch Dividenden aus deutschen oder eben österreichischen Unternehmen, gilt genau das Gleiche, hier privilegiert besteuert. So, jetzt kann man das Ganze natürlich weiterspinnen. Jetzt kannst du sagen, okay, ich mache eine Firma in Malta auf, ich lebe in der Schweiz. Die Firma in Malta zahlt 5% Steuern auf ihre Gewinne. Ich lasse mir das in die Schweiz ausschütten. Es gibt ja Gott sei Dank in Malta keine Quellensteuer. Das heißt, du bekommst ja dann 95% der Gewinne in die Schweiz ausgeschüttet und zahlst dann eben darauf nochmal die geringe privilegierte Dividendensteuer in Abhängigkeit von dem, was dein Gesamteinkommen ist und eben wie sich deine Steuer zusammensetzt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich hier zur Gestaltung, wenn man in die Schweiz umzieht, genaue Gedanken zu machen. Ich habe jetzt viele Themen natürlich bewusst ausgelassen. Ja, du kennst ja von unseren Videos Themen wie zum Beispiel die Wegzugsteuer und dann auch die überdachende Besteuerung, wenn man in die Schweiz umzieht. Das sind alles Dinge, die man natürlich anschauen muss. Dann spielt es eine Rolle, wo sich die Firma befindet, wo du in der Schweiz umziehst, wie viel du dann wirklich in der Schweiz Steuern bezahlst. Ich habe es jetzt bewusst hier sehr vereinfacht, damit du das Prinzip verstehst. Hier lässt sich aber für dich einiges legal gestalten. Es gibt eben in der Schweiz gezielte steuerliche Vorteile, wenn man weiß, wie man die einsetzen kann. Und natürlich, was man auch noch hinzufügen sollte, Veräußerungserlöse sind in der Schweiz steuerfrei. Würdest du dich also dazu entscheiden, dieses Unternehmen dann irgendwann mal zu verkaufen, egal ob es eine Schweizer Kapitalgesellschaft ist oder eben eine deutsche oder maltesische oder was auch immer, sind diese Erträge in der Schweiz steuerfrei, wie alle privaten Veräußerungserlöse. Wenn die Auswanderung in die Schweiz für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wegzug ins Ausland, ideale steuerliche Gestaltung und dann natürlich auch die korrekte Abwicklung des Wegzuges aus Deutschland oder Österreich. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.